Heute spreche ich über ein spannendes Thema, den Muttermund. Zum Ende der Schwangerschaft hin wird der Muttermund ein bisschen weicher oder auch der Schleimfropf am Muttermund, der löst sich irgendwann und dann weiß man, oh, jetzt bald irgendwann geht es mal los mit der Geburt. Und weil wir Frauen unsere Geschlechtsorgane ja im Körper liegen haben, nicht so wie die Männer, ne, die halt äußerlich alles Tolles präsentieren können, zeige ich heute einmal wieder, was es mit den Muttermundöffnungen auf sich hat. So, ich habe ganz einfach, das kannst auch du, kann jeder von euch zu Hause machen, dicke Pappe nehmen, Zirkel nehmen, Bleistift nehmen und dann könnt ihr schöne Kreise zeichnen. Und dann fangt ihr mit 1 Zentimeter an, 2 Zentimeter Durchmesser, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und dann kommt hier noch die 9 und die 10 Zentimeter. So, wenn der Schleimfropf sich gelöst hat, das kann auch ein bisschen mit Blut sein, ein bisschen schleimig sein, findet man in der Unterhose, merkt man, hier ist irgendwas, haben viele Schwangere schon ein bisschen Sorge. Wenn ihr eine Nachsorgehebamme habt, was die auch Vorsorgen macht, das empfehle ich natürlich immer, sobald ihr wisst, dass ihr schwanger seid, ne, sucht euch eine Hebamme, die euch in der Schwangerschaft, am besten zur Geburt und auch dann nach der Geburt betreut. Die würde man anrufen und sagen, hör mal, ich habe hier einen Schleimfropf. Dann hat die schon mal eine erste Idee, wann es eventuell losgehen sollte mit der Geburt. So, jetzt ist das normale Problem. Ihr merkt, ich habe jetzt ein paar Wehen, alle 10 Minuten regelmäßig, alle 8 Minuten regelmäßig. Muss ich jetzt in die Klinik? Ja, ihr müsst in die Klinik, wenn ihr nicht gelernt habt, euren Muttermund abzutasten. Das ist ja so ein Tabuthema unter den Frauen immer noch. Es gibt zwar natürlich ja Empfängnisregelung oder Planung, ne, mit der Dreifachmethode. Da übt man fleißig schon während der fruchtbaren Zeit, auch unter anderem auch, wie fühlt sich mein Muttermund an und wann bin ich fruchtbar, wann bin ich nicht fruchtbar. Da gibt es auch noch mal in Kürze ein zusätzliches Video zu. Das findet ihr dann dort. So, jetzt sprechen wir über die Öffnung. Wenn ihr lernt, ihr könnt auch jetzt schon üben, wenn ihr noch ein paar Wochen bis zur Geburt, ne, Zeit habt, bis zum errechneten Termin, dann könnt ihr vaginal untersuchen, wie euer Muttermund beschaffen ist. So, und um das mal ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich wieder das schöne Beispiel hier, ne? Also das Modell, komm mal ein bisschen näher ran. So, ihr stellt euch das jetzt vor, ne? Das kann man jetzt beckenmäßig, ist das natürlich wieder ein bisschen problematisch. Frauen können ja klischeemäßig nicht so gut denken. Räumlich denken, ne? Denken können wir Frauen sehr wohl. Guter freudscher Versprecher. So, also ich hätte jetzt hier meine Scheide, hier seitwärts, das stellt euch jetzt mal so vor. Und dann würdest du, das zeige ich jetzt mal hier so nach oben, ne? Hier so, würdest du vaginal hier reingehen und nach oben. Sprich, mit dem Finger nach oben gehen. So, damit du es besser sehen kannst, mache ich es mal aus der Seitenperspektive. Also, hier wird es wieder ein bisschen scharf. Finger rein und du würdest hier oben fühlen. Jetzt nehme ich noch die Schablone dazu. So, jetzt stellst du dir das so vor. Machen wir mal so rum. Ne, mit dem Finger gehst du hier rein. Und irgendwann weiter tief hier hinten, weiter oben, ne, noch ein bisschen so schräg, wäre dann der Muttermund. So, und den könntest du dann fühlen. Ne? Du würdest dann hier so nach oben fühlen und könntest, wenn schon der Muttermund sich geöffnet hat, könntest du fühlen, oh hier, ja, da ist ja schon eine kleine Kuhle. So. Wenn du vorher schon fleißig geübt hast, es gibt, also wenn du das nicht selber machen willst, gibt es auch für 40, 50 Euro, kann ich euch auch mal einen Link zu gleich in die Beschreibung reinschreiben, gibt es auch aus Holz, so Löcher zum Üben. Ja, dann wisst ihr auch selber, okay, wie viel mein Finger ist dünner oder dicker. Wenn hier 2, ne, hier passt mein Finger schon so ganz durch. Hier passen meine Finger gerade zu zweit rein, Männerfinger wird nur einer reinpassen und dann geht das, ne, und so weiter und so fort. So, dann könntest du Gespür haben. Wenn du erst hier unten bist, bräuchtest du noch nicht ins Krankenhaus gehen, weil das noch ein paar Stündchen dauern wird.
Also wenn du dann in der gewohnten Umgebung bist, dich nochmal ausruhst, die Wehen schön veratmest oder mit anderen Techniken, die du dir vielleicht schon zugetraut hast oder angeeignet hast, ne, damit umgehst mit dem Wehen, kannst du immer mal wieder fühlen, wie weit sind wir denn? Ich sag mal, wenn du, ne, hier sind wir ja jetzt, das sind schon, ja, 5 Zentimeter, wenn du bei 5 Zentimeter wärst oder bei 6 Zentimeter, ne, da könntet ihr euch schon mal in die Klinik langsam aufmachen, sodass, wenn ihr in der Klinik ankommt, ne, schon euer Muttermund gut geöffnet ist. So, bei 10 Zentimeter könnte das Kind da durchkommen. Ne, das stellt ihr euch ja auch wieder so vor. Es ist hier, ne, hier ist hier weiter unten, Scheide hier unten durch und hier wäre dann der Kinderkopf, der hier von oben, ne, durch die Vagina durchgehen würde. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wie ich in einem meiner anderen Videos schon mal erklärt habe, zur Dammmassage, also wenn du dein Geburtstermin noch in einiger Zeit ist, ein paar Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen, empfehle ich dir, fang mit der Dammmassage an. Gibt es ein Video hier. Da empfehle ich unter anderem, dass du auch deinen Partner darum bitten kannst oder eine Freundin, wie auch immer. Heute sind wir alle ja ziemlich sexuell offen, ist ja auch nicht eine sexuelle Handlung unbedingt. Ja, das ist, hilft mir mal, mein Gewebe vorzubereiten. Darum geht's. Wenn ich dir sage, komm, hier kannst du mir mal die Schultern kneten oder ich habe hier am Hintern eine Verspannung, könntest du da mal gut Druck ausüben, ich komme da nicht so dran. Ne? Würden gute Freunde machen, ohne sich was dabei zu denken. So, meine Empfehlung ist generell, auch zum Thema Verhütung, ne? Das wird auch nochmal so ein eigenes Thema. Lern deinen Körper kennen oder nimm deinen Partner mit da rein. Also ein Partner, der in der Sexualität, ja, seinen Penis in deine Scheide stecken kann oder seine Finger in deine Scheide stecken kann, der kann auch mal fühlen, wo der Muttermund genau ist und wie beschaffen der ist. So, manchmal, also ich rede jetzt mal von mir, meine Finger sind nicht ganz so lang. Mein Muttermund ist weiter drin. Das heißt, ich kann, wenn ich mein Bein hochhebe, ne, auf dem Schreibtisch zum Beispiel, wenn ich dann vaginal reingehen würde, würde ich es schaffen, mit Mühe und Not, ne, in ordentlichem Gequetsche, meinen Muttermund zu erreichen. Das ist aber sehr unentspannt. Und natürlich, wenn du schon einen Bauch hast, ne, Bauch ist bis hier, ist das mit dem Bein anheben oder einen Hocker anheben, Badewannenrand geht, ne, schon ein bisschen problematisch. Also, wenn du einen Partner hast, der dir gerne helfen würde, könntest du dich schön, ne, ins Bettchen legen und sagen, lieber Partner, mach dich mal vertraut mit meinem Muttermund, dass du weißt, jetzt ist er zu und hier ist eine Schablone. Üb jetzt mal fleißig, ne? 1 Zentimeter, 2 Zentimeter und so weiter. Dass, wenn es soweit ist, wir nicht sofort in die Klinik müssen. Gerade, wir haben ja immer noch Corona, also jetzt im Februar 22, ist ja jede Minute, die man im Krankenhaus unbedingt nicht zubringt, schon, ne, ein Gewinn. Wir reden jetzt auch nicht von irgendwelchen medizinischen Notfällen, dann, ne, wenn euch irgendwas komisch vorkommt, dann natürlich in die Klinik, logisch. Aber wenn ansonsten, ne, die Wehen da halbwegs regelmäßig erstmal kommen und das sich abzeichnet, dass es noch dauert, ist es schon ganz gut, in der natürlichen Umgebung zu bleiben. Und dein Partner, wenn der weiß, ne, zur Muttermund fühlt sich so an, so ist ein bisschen, und du auch Vertrauen zu deinem Partner hast, könnt ihr auf eine gute Art und Weise schon rausfinden. Was ist sonst noch wichtig? Kurze Fingernägel, ja. Wenn der Partner nicht geheuer ist, ja, kann er auch medizinische Handschuhe nehmen, die aber dann bitte schön auf irgendeine Art und Weise einfetten. Mit Gleitgel, Shea-Butter, was ihr sonst so habt. Ne? Zur Not Vaseline, wobei Vaseline natürlich nicht das Mittel der Wahl ist. Ne? Ist Paraffin drin, also Erdöl ist nicht gerade das Dollste, sollte eh nicht auf die Haut geschmiert werden, aber erfüllt seinen Zweck. Vorsichtig, also, ne, langsam, das kann ich jetzt auch nochmal hier machen. Also, ne, wir machen hier keine Verfahren, wir rammen hier irgendwelche Finger rein, so nicht. Ne, das ist auch zum Thema Beckenboden. Also, ne, man macht es langsam und mit Feuchtigkeit, ne, dass man da nichts verletzt, mit den kurzen Fingernägeln, ist in Kommunikation, wenn man das als Partner macht, ne, mit der Partnerin. Guckt auch, dass jemand, das merkt man ja auch, ob sie schon angespannt ist. Und locker ist ähnlich wie beim Frauenarzt auch, ne? Zur Not atmen, ein und aus, ne? Dass man hier merkt, hier drin wird jetzt auch lockerer. Der Beckenboden entspannt sich hier drin auch. Ne? Und dann kann man auch mit jedem Atemzug minimal rübergehen. Also soll nicht mit Angst belastet sein. Und ist eine Kann-Möglichkeit. Also du kannst es auch selbst probieren. Es gibt auch Frauen, die sind totale Profis, ne? Die können da zack, zack, so wie es auch Frauen gibt, die zur Verhütung, ne, sich da
wer ist da so eine Porzokappe davor setzen mit Verhütungsmitteln, ne? Die sind Profis. Die wissen ganz genau, das ist meine Scheide, der Scheidenkanal, zack, zack, ist mein Muttermund, stülpe ich was drüber oder nicht. Ist ja eigentlich was Natürliches, ne? Wie Arm und Beine. Ja, ist eine gute Möglichkeit. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, dann freue ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abo. Ne? Ein Abo wäre auch gar nicht schlecht, weil irgendwann hätte ich mal gerne 1000 Abonnenten, damit es ein bisschen weitergeht, ich ein paar Special-Funktionen noch haben kann bei Facebook. Ja, ansonsten probiert es doch mal aus. Gebt mir auch gerne Feedback. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch das geholfen hat, wie ihr zurechtkommt oder ne, ob es ein bisschen befremdlich ist. Ich wünsche euch viel Erfolg und jede Frau kann selbst ihre Frau stehen und braucht nicht unbedingt in dem Fall eine fremde Person, die ne, da unten eben rumstochert, was unter Umständen auch wehtun kann, wenn man das auch selber tun kann. Also in diesem Sinne, selbst ist die Frau. Viel Erfolg!